Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut, dass dieser Gipfel stattfindet, und es ist gut, dass diese Aktuelle Stunde stattfindet. Als ich mich ja so ein bisschen auf diese Situation vorbereitet habe, muss ich ehrlich sagen, so beim Thema Europarat ist immer allerhöchster Sonntagsredenalarm. Aber ich habe zugehört, Ihnen allen zugehört, und das waren wirklich gute Reden. Das hat Inhalt, und es zeigt, wie wichtig der Europarat ist. Es hat nur eine Ausnahme, Herr Kleinwächter. Sie sind ja völlig von der Spur abgekommen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass sogar das Wetter schlechter geworden ist, weil der Europarat in Island tagt? Also, dass Sie sich so am Europarat abarbeiten müssen, zeigt doch, was für eine wichtige Säule der Demokratie in Europa diese Institution ist. Und das ist ja auch richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass jeder von uns sagt, wie wichtig der Europarat ist, und das ist richtig. Aber diese Erkenntnisse, liebe Ampel, muss natürlich auch Eingang in die reale Politik unseres Landes finden. Ich habe mir da so ein bisschen Reality-Check gemacht und finde es super, dass der Bundeskanzler nach Reykjavik fährt. Das ist wirklich gut. Aber ich habe mir mal seine Grundsatzreden angeschaut zur Europapolitik in Prag, in der Karls-Universität, und am Dienstag in Straßburg. In Straßburg war das Thema This is Europe. Da kam der Europarat bedauernswerterweise gar nicht vor. In Prag an der Karls-Universität hat der Bundeskanzler den Partner Frankreich vergessen, aber auch den Europarat nur mit einem einzigen Wort erwähnt, und zwar in einer Aufzählung aller möglichen europäischen Institutionen, mit denen diese neue, diffuse europäische politische Gemeinschaft konkurriert. Was soll eigentlich diese Gemeinschaft? Armin Laschet hat das hier zu Beginn schon gefragt. Hier wäre deutsche Führung gefragt, gemeinsam mit Frankreich, Führung, von der die Bundesregierung so gerne spricht. Und damit Sie auch wissen, wohin geführt werden könnte, ein paar Ideen. Erstens, und das ist bei vielen angeklungen, ich habe Herrn Kuhle da im Ohr, entschlossene Unterstützung der Aufnahme Kosovos in den Europarat. Kosovo als jüngste europäische Demokratie ist jetzt dabei, sich dem Europarat anzuschließen. Das stärkt die Menschen- und Minderheitenrechte in dem Land und sollte deswegen auch von allen Nachbarstaaten entschieden unterstützt werden. Zweite, es geht um Serbien, falls Sie das nicht kapiert haben. Zweite Anregung: Was passiert eigentlich, wenn ein Mitgliedsland sich nicht an die Regeln und Konventionen hält? Wenn ein Staat die Urteile des EGMR ignoriert und Menschenrechte systematisch verletzt? In Reykjavik brauchen wir ein starkes Signal und müssen die roten Linien des Europarats definieren und danach handeln. Als Mitglied des Europarats hat Russland, das ist mehrfach angesprochen, 4 große Kriege geführt. In Tschetschenien, gegen Georgien, in Syrien, gegen die Ukraine. Oppositionelle wurden vergiftet und ermordet und Menschenrechte systematisch verletzt. Doch nichts davon, das müssen wir selbstkritisch sagen, Peter Bayer und ich haben das gerade auch getan, nichts hat dazu geführt, dass wir die richtigen Folgerungen daraus gezogen haben. Im Gegenteil, Russland hat uns jahrelang erfolgreich erpresst. Und darüber müssen wir in Reykjavik reden. Denn nur wenn wir aus unseren Fehlern lernen, wird der Europarat als Menschenrechtsinstitution relevant bleiben. In Reykjavik sollten diese Grundprinzipien, keine Aggressionskriege, keine Folter, keine politischen Gefangenen, als rote Linien definiert werden. Wenn ein Staat diese roten Linien überschreitet, muss eine Suspendierung folgen. Die Instrumente dafür, um dies festzustellen, haben wir: das Anti-Folter-Komitee und den schon oft genannten Gerichtshof. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Europarat sollte ein Frühwarnsystem für Menschenrechtsverletzungen in ganz Europa sein. Wenn etwas schief läuft, dann muss der Europarat die erste Institution sein, die darauf aufmerksam macht. Und dazu müssen wir die Regeln des Ministerkomitees ändern. Wenn es um grundlegende Menschenrechtsverletzungen geht, kann es im Ministerkomitee nicht bei der Einstimmigkeit bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, geben Sie doch diese beiden Ideen dem Bundeskanzler mit ins Reisegepäck für Reykjavik, oder nehmen Sie es direkt mit, lieber Kollege Schwabe, oder schreiben Sie es gleich auf den Sprechzettel. Das wäre noch besser. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion